Willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Boxenluder, dem Formel 1 Podcast. Heute nehme ich euch mit nach Spielberg, an einen der schönsten und stimmungsvollsten Orte des Formel 1 Rennkalenders, den Red Bull Ring. Wenn ihr euch auf das Formel 1 Wochenende vorbereiten wollt, egal ob als Neuling oder als alten Spielberghasen, seid ihr hier genau richtig. Ich habe für euch einen kompletten Guide zusammengestellt. Mit allem, was ihr wissen müsst. Von den besten Fan-Hotspots über praktische Tipps und Tricks bei Hitze und Regen bis hin zu den wichtigsten Do's und Don'ts an der Rennstrecke, damit ihr stressfrei durch das Rennwochenende kommt. Dazu gibt's Insights und persönliche Erfahrungen der letzten Jahre und ein paar Geheimtipps, die euch das Spielberg-Feeling noch intensiver erleben lassen. Also schnallt euch an und macht's euch bequem. Damit ihr in diesem Guide euch zurechtfindet, habe ich alles in Kapitel aufgeteilt. Egal, ob ihr Infos zur Anreise sucht, Tipps und Tricks für die Fanzone oder Details zum Pitlane Walk braucht, ihr könnt direkt zu dem Abschnitt springen, der für euch relevant ist. So bekommt jeder genau die Infos, die er für sein persönliches Spielberg-Erlebnis benötigt. Hinweise zur Anreise nach Spielberg. Wer zum Formel-1-Wochenende nach Spielberg anreist, sollte seine Anreise mit dem Pkw bereits am Donnerstag planen. Hier kommt ihr viel stressfreier durch. Falls ihr aus Richtung deutscher Grenze A9 anreist, wir persönlich fahren immer bei Trieben ab, um über Hohentauern anzureisen, da man sich hier sehr viel Verkehr spart. Mein persönlicher Tipp noch für die Anreise auf österreichischen Straßen: Wer in Österreich unterwegs ist, sollte die österreichische Vignettenpflicht unbedingt im Blick behalten. Auf Autobahnen und Schnellstraßen gilt Mautpflicht und gerade rund um große Events wie die Formel 1 am Red Bull Ring wird besonders genau kontrolliert. Die Vignette gibt es als Eintages-, 10-Tages-, 2-Monats- oder Jahresvignette und wer ohne gültige unterwegs ist, riskiert eine saftige Ersatzmaut. Wichtig zu wissen ist, wer eine digitale Jahres- oder 2-Monats-Vignette sofort nutzen möchte, sollte diese nicht online kaufen. Aufgrund des gesetzlichen Rücktrittsrechts werden diese digitalen Vignetten erst 18 Tage nach dem Kauf gültig. Wer keine Wartezeit möchte, muss auf klassische Verkaufsstellen zurückgreifen. Deutlich flexibler sind die Kurzzeit-Vignetten. Die Eintages- und 10-Tages-Vignetten sind auch beim Online-Kauf sofort gültig, wenn man beim Kauf bestätigt, dass man auf das Rücktrittsrecht verzichtet. Richtet euch die digitale Flexmaut ein. Hier könnt ihr euer Kennzeichen und eure Zahlungsart hinterlegen. Ihr könnt bequem über die grün markierte Spur fahren, euer Kennzeichen wird erkannt und somit spart ihr euch viel Zeit bei der Anreise. Somit wird euch die Streckenmaut nur belastet, wenn ihr auch wirklich auf der zahlungspflichtigen Straße unterwegs seid. Wir hatten vor 2 Jahren das Problem, dass wir aufgrund von Stau umgeleitet wurden auf eine nicht zahlungspflichtige Straße. Somit hatten wir vorab die Streckenmaut bezahlt und das war umsonst. Das könnt ihr euch sparen. Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Für alle, die mit dem Bus nach Spielberg reisen, ist das die entspannteste Variante von allen. Die meisten Reisepakete haben eine Busanbindung inkludiert. Erkundigt euch bei eurem Ticketanbieter. Busse fahren aus den meisten größeren österreichischen Städten sowie den Nachbarländern ab. Auf der Seite des Red Bull Rings gibt es einen Busfinder. Hier könnt ihr euch erkundigen, ob auch aus eurer Stadt ein Bus an den Red Bull Ring reist. Links hierzu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Kommen wir zur Anreise an die Campingplätze. Ein kleiner Hinweis: Das sind die Zeiten der offiziellen Campingplätze des Red Bull Rings. Empfohlene An- und Abreisezeiten. Mittwoch und Donnerstag ist die Anreise ganztags möglich. Am Freitag wird zu einer frühen Anreise bereits bis 9 Uhr geraten. Spätere Ankünfte führen oft zu Verzögerungen und zu Wartezeiten. Samstag wird bis 9 Uhr eine Anreise empfohlen, um Staus zu vermeiden. Am Sonntag kann man von vielen Campingplätzen erst ab 20 Uhr abreisen. Kalkuliert das ein. Zur besseren Orientierung gibt es bereits ab Donnerstag LED-Hinweise an der Murtal S36 Schnellstraße, um zu den richtigen Campingplätzen zu finden. Hier die empfohlenen Zufahrten für jeden Campingplatz. Knittelfeld West, perfekt für Camping
Pink, Türkis, Orange, Grün, Violett, Gelb und Weiß. Zeltweg West. Empfohlen für Camping Blau, Rot und Beige. Folgt unbedingt den ausgeschilderten Routen zu den Campingplätzen. Kommen wir zur Anreise mit dem Zug. Die ÖBB bringt Fans aus ganz Österreich an den Red Bull Ring. Die meisten Züge fahren nach Knittelfeld, das ist direkt neben Spielberg. Anschließend gibt es Bus-Shuttles mit einer Taktung von 20 bis 30 Minuten. Innerhalb der Steiermark gibt es zusätzlich günstige Freizeittickets für Samstag und Sonntag. Kommen wir zu den Hotels. Falls ihr davon träumt, direkt in Spielberg ein Hotelzimmer zu finden, den Traum muss ich euch leider nehmen. Denn jedes Team reist mit mehr als 50 Personen an und somit blockieren sie sehr viele Kapazitäten. Aber keine Sorge, es gibt trotzdem Möglichkeiten. Ich persönlich empfehle private Unterkünfte. Diese sind kostengünstig und oft meist nicht weit entfernt von der Strecke. Daher sucht am besten auf verschiedenen Plattformen. Ich persönlich rate direkt zur Steiermark-Seite. Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn ihr allerdings lieber ein Hotelzimmer wollt, sucht am besten in Richtung Graz. Hier gibt es eine gute öffentliche Verkehrsanbindung und außerdem kommt ihr dann mit dem Zug entspannt zum Red Bull Ring. Ein kleiner Tipp für alle Kurzentschlossenen: Ich würde euch zu Facebook-Gruppen raten. In verschiedenen Facebook-Gruppen werden kurzfristig stornierte Zimmer angeboten. Daher schaut vielleicht auch dort vorbei. Kommen wir zur Anreise an die Strecke. Wenn es irgendwie möglich für euch ist, würde ich mit dem Rad oder dem E-Scooter direkt an die Strecke fahren. Zwar gibt es genügend Pkw-Parkplätze rund um die Strecke, allerdings, wenn ihr nicht bereits um 7 Uhr morgens anreisen wollt, müsst ihr mit erheblichen Wartezeiten rechnen. Sowohl bei der An- als auch bei der Abreise. Die Einsatzkräfte vor Ort geben ihr Bestes, allerdings kann es schon mal sein, dass eine Abreise 1,5 Stunden aus dem Parkplatz alleine beträgt. Das war unser längstes. Und ehrlich gesagt, die Abreise mit dem Fahrrad ist viel bequemer und viel einfacher. Es sind auch sehr viele Radstellplätze vorhanden. Hier kann man außerdem auch einen E-Scooter abschließen. Kommen wir zu der Anreise mit dem Auto. Grundsätzlich stehen am Red Bull Ring wirklich viele Parkplätze zur Verfügung. Es handelt sich meist um Feldflächen, welche, wenn es matschig ist, mit Hackschnitzel aufgefüllt werden. Allerdings, wir wissen alle, wenn ein paar Autos wieder drüber fahren, schaut es wieder ziemlich genauso aus. Wer also mit dem Auto kommt, sollte unbedingt festes und robustes Schuhwerk einpacken, da es eben matschig werden kann. Park and Bike bei der Therme Vonsdorf. Wer clever ist, steigt bereits vorher aufs Rad und parkt sein Auto direkt bei der Therme Vonsdorf. Dort wartet direkt ein zentraler Parkplatz auf dich und durch die tollen Radwege kommt man hier direkt mit dem Rad an den Red Bull Ring. Die Anreise dorthin ist ganz einfach. Über die S36 aus beiden Richtungen nimmst du die Abfahrt Judenburg Ost und folgst den Schildern zur Therme Vonsdorf. Dort stellst du dein Auto ab, schwingst dich auf das mitgebrachte Fahrrad und radelst bequem über die gekennzeichneten Radwege bis zu den 3 kostenfreien Fahrradparkplätzen rund um den Red Bull Ring. So bist du nicht nur schnell, sondern auch stressfrei unterwegs. Dann gibt es noch Regionalshuttle. Diese fahren Freitag bis Sonntag vom Knittelfelder Bahnhof sowie dem Busbahnhof in Judendorf ab und direkt an den Red Bull Ring, alle 20 bis 30 Minuten. Außerdem gibt es auch die Verbundlinie. Hier am besten die Pläne online checken. Alle Links wie immer in der Beschreibung. Und jetzt noch die Anreise mit dem Motorrad. Es gibt vor Ort kostenlose Motorradstellplätze. Außerdem gibt es Biker-Garderoben. Und für 15 bzw. 35 Euro am Wochenende kann direkt das Equipment vor Ort verstaut werden. Die Boxen sind 50 x 40 x 40 cm groß. Diese Schließfächer stehen auch Nicht-Motorradfahrern zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind folgende: Donnerstags 12 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 7:30 Uhr bis 22 Uhr und sonntags 6 Uhr bis 18 Uhr. Barrierefreiheit. Ich möchte euch auch ein paar Infos zur Barrierefreiheit am Red Bull Ring geben. Und zwar aus eigener Erfahrung. Letztes Jahr war ich hochschwanger am Red Bull Ring. Und ehrlich gesagt, ich war positiv überrascht, wie gut alles organisiert ist.
Schon am Eingang des Parkplatzes sprach mich eine Dame vom Shuttle-Service an und bot mir direkt ihre Hilfe an. Und das ganz ohne vorherige Anmeldung. Der Shuttle bringt nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern alle gehbeeinträchtigten Personen direkt zum Eingang des Red Bull Rings. Die Fahrt ist kostenlos und wird, soweit ich weiß, von allen offiziellen Parkplätzen aus angeboten. Falls gerade kein Shuttle bereitstand, dann konnte man einfach zum Infopoint gehen und es wurde eines gerufen. Am Abend kann natürlich der Transport ein wenig dauern, da alle zur selben Zeit abreisen wollen. Allerdings sogar das war sehr durchdacht. Es gibt ein Zelt mit Sitzplätzen direkt am Ausgang des Welcome Centers. Und noch ein wichtiger Hinweis. Rollstuhlfahrer mit Tickets für die Startzielgerade erhalten eine Parkberechtigung. Bitte hier direkt beim Red Bull Ring melden. Mein Fazit. Mit eingeschränkter Mobilität ist es trotzdem möglich, ein Formel-1-Rennen zu besuchen. Man wird hier am Red Bull Ring wirklich toll unterstützt. Und das verdient ein großes Lob. Und schon sind wir bei den Tickets angelangt. Bevor ihr ein Ticket für den Red Bull Ring bucht, solltet ihr Folgendes bedenken. Die Ticketzonen rund um den Red Bull Ring sind farblich markiert und klar strukturiert. Die blaue Zone umfasst die Steiermark-Tribüne und die Red Bull-Tribüne. Perfekt für alle, die den Rennstart sehen wollen und die Action auf der Gerade mitbekommen wollen. Die grüne Zone liegt im Bereich der Schönberg-Tribüne. Auch hier sind die Stehplätze untergebracht. Hier hat man einen tollen Blick auf alle schnellen Passagen und Überholmanöver. Die gelbe Zone ist ab der Nordtribüne bis hin zur Startzielgeraden. Egal welche Farbe auf deinem Ticket steht, jede Zone hat seinen Charme und seinen tollen Charakter. Wichtig ist, du kannst mit jedem Ticket in die Fanzones gelangen. Der Zugang zu den Tribünen erfolgt allerdings nur mit dem gültigen Ticket. Genaueres zu den Fanzones gibt es in einem anderen Kapitel. Kommen wir nun zu den Tribünen. Die Plätze auf der Tribüne sind von unten nach oben nummeriert. Es gibt folgende Tribünen. Startzielgerade, der Hotspot des Wochenendes. Diese Tribüne ist überdacht, bietet euch das volle Spektakel, vom Rennstart über die Boxenstopps bis hin zur Siegerehrung. Wer hier sitzt, erlebt die entscheidenden Momente hautnah. Steiermark-Tribüne. Von hier aus habt ihr den perfekten Blick auf den Start und die erste Kurve. Zwar ist die Tribüne nicht überdacht, aber dafür seid ihr ganz nah am Geschehen dran, wenn die Lichter ausgehen und die Fahrzeuge in die erste Kurve stürmen. Die Red Bull-Tribüne, mein persönlicher Favorite. Von hier aus hat man den besten Blick über die komplette Strecke. Ich habe bereits in Sektor I und F gesessen. Beide Plätze waren großartig. Man sieht die Boxenausfahrt, die Strecke bis hin zur T3-Tribüne und sogar die Schleife der T8. Wer möglichst viel vom Renngeschehen sehen will, sollte Tickets auf der Red Bull-Tribüne sich sichern. Bei der T3-Tribüne ist Action garantiert. Je nach Sitzreihe habt ihr hier einen tollen Ausblick auf die Gerade und die Kurven 2 und 3. Genau hier kam es 2024 zum Vorfall zwischen Norris und Verstappen. Ein echter Hotspot für die Rennaction. Schönberg-Tribüne, der Weitblick inklusive. Diese Tribüne befindet sich auf der Geraden zwischen Kurve 3 und 4. Wer einen Platz ganz oben ergattert, kann von dort aus einen Großteil der Strecke überblicken. Auch die Stehplätze befinden sich hier. Wer echtes Fanfeeling sucht, der ist hier genau richtig. Die Stehplätze bieten ein intensives Gemeinschaftsgefühl und sind gleichzeitig die preiswerteste Option am Ring. Die Nordtribüne ist überdacht und mit bester Sicht. Von hier aus habt ihr den perfekten Blick in Kurve 4, 5 und 6. Ideal für alle, die das Renngeschehen komfortabel und wettergeschützt verfolgen möchten. Tribüne Mitte. Hier bist du nah am Wahrzeichen des Red Bull Rings, dem Bullen. Besonders auffällig hier versammeln sich die meisten Verstappen-Fans. In der Regel kann man in Kurve 6 und 7 sehen. T8-Tribüne. Kurvenblick mit Speedfaktor. Wie der Name schon verrät, kann man in die Kurve 8 und auf die Gerade dahinter schauen. Ideal für alle, die schnelle Passagen
und präzise Manöver sehen wollen. T9 und T10 Tribüne. Von diesen Tribünen habt ihr die beste Sicht auf die letzte Kurve und auf die Startzielgerade. Perfekt für den Zieleinlauf und die letzten Überholmanöver. Tendenziell gab es hier im Qualifying oder auch in den Trainings den ein oder anderen Ausrutscher. Fandörfer. Es gibt 2 Fandörfer, die F1 Fanzone und das Steiermark Village. 2 Hotspots für alle, die neben der Rennen-Action auch noch was erleben wollen. Hier gibt es Stimmung, Musik und gutes Essen. In der F1 Fanzone erwartet euch die Hauptbühne. Hier gibt es Showacts, Künstler und auch die Showeinlagen. Für Verpflegung ist grundsätzlich gesorgt. Allerdings haben wir in den letzten Jahren festgestellt, dass die Verpflegung ein wenig nachgelassen hat. Die Auswahl an unterschiedlichen Essensständen hat ein wenig abgenommen. Schade, aber vielleicht wird es die nächsten Jahre wieder besser. Es gibt einige Sitzplätze, allerdings immer noch zu wenig. Vor allem am Samstagabend treten hier die bekanntesten Acts auf. Also immer die Augen offen halten. Die Öffnungszeiten der Fanbereiche sahen bisher folgendermaßen aus. Donnerstags 12 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 8 bis 22.30 Uhr und sonntags 7 bis 20 Uhr. Das Steiermark Village hat die gleichen Zeiten, nur ist hier am Donnerstag bereits um 18 Uhr Schluss. Das Gute ist, ihr könnt zwischen den 2 Fandörfern jederzeit hin und her gehen. Das Steiermark Village ist etwas gemütlicher und etwas ruhiger. Es bietet ebenfalls Sitzgelegenheiten. Sitzplätze sind wirklich Mangelware. Vor 2 Jahren war es extrem heiß und jeder hat sich nur noch in den Schatten geflohen. Hier ist nochmal definitiv Luft nach oben. Mal sehen, vielleicht tut sich hier in den nächsten Jahren ja etwas. Egal ob in der F1-Fanzone oder im Steiermark Village, es ist immer etwas geboten. Programmablauf auf der Strecke. Das Rahmenprogramm am Red Bull Ring ist jedes Jahr ein Highlight. Es ist nicht nur die Formel 1 da, sondern auch die Formel 2, Formel 3 und der Porsche Supercup. Volles Racing-Programm gibt es hier. Wichtig zu wissen, in der Formel 1 gibt es dieses Jahr keinen Sprint. Das heißt, der Zeitplan wird etwas entspannter ablaufen. Ihr könnt euch also auf ein klassisches Rennwochenende freuen, mit viel Action auf der Strecke und genug Zeit, um alles drumherum zu genießen. Der Donnerstagnachmittag läuft meistens folgendermaßen ab. Ein echtes Highlight für alle, die Formel 1 hautnah erleben wollen. Der Pitlane Walk steht an. Hier bekommt ihr die seltene Gelegenheit, direkt durch die Boxengasse durchzugehen. Ihr könnt den Teams direkt über die Schulter schauen. Wichtig hierfür, ihr braucht 2 Tickets. Ihr braucht erstens ein Wochenendticket für den Red Bull Ring und zweitens ein Ticket für den Pitlane Walk. Ohne beiden Tickets oder nur einem Ticket wird euch der Einlass nicht gewährt. Also vorher gut checken. Wenn ihr beim Pitlane Walk dabei sein wollt, hier ein paar Infos aus persönlicher Erfahrung. Der Einlass beginnt etwa 2 Stunden vor dem Pitlane Walk. Ihr geht zur Startzielgerade, genauer gesagt zur Tribüne JI. Dort sucht ihr euch einfach einen Sitzplatz und wartet entspannt, bis euer Sektor freigegeben wird. Wichtig zu wissen, alle, die auf den Tribünen oben sitzen, bekommen Zugang. Also es gibt keinen Grund, sich Richtung Tribüne A, B, C und E vorzudrängeln. Einfach hinsetzen, die Atmosphäre genießen und geduldig bleiben. Dann seid ihr in der Reihe und dürft durch die Boxengasse durchschlendern. Letztes Jahr gab es richtig spannende Einblicke. Boxenstoppübungen von McLaren, Red Bull und Williams, eine Sitzprobe von Sainz und sogar eine Rettungsübung durch das Medical Team. Beim Pitlane Walk geht's vom Eingang der Boxengasse links entlang bis zum Ausgang. So bekommt ihr einen Blick in jede einzelne Box. Ein echtes Erlebnis für alle Technikfans. Am Ende führt der Weg direkt über die Strecke zurück in die F1 Fanzone. Kurz davor wartet noch ein besonderes Highlight auf euch. Ihr könnt ein Erinnerungsfoto machen mit dem großen Austrian GP Logo. Perfekt für euer Fotoalbum. Am Freitagvormittag geht's weiter mit den Trainings der Formel 3 und Formel 2. Freitagmittag folgt das erste Training der Formel 1. Anschließend gibt es die Quali der Formel 3 und Formel 2. Abends gibt es noch das zweite Training der Formel 1
und anschließend noch das Training des Porsche Supercups. Der Samstag sieht folgendermaßen aus. Samstagvormittag gibt es den Sprint der Formel 3 und die Porsche Supercup Qualifikation. Mittags folgt das dritte freie Training der Formel 1, anschließend der Formel 2 Sprint und nachmittags folgt das Quali der Formel 1. Am Rennsonntag sieht es folgendermaßen aus. Vormittags ist das Formel 3 und Formel 2 Hauptrennen, mittags der Porsche Supercup und nachmittags folgt das Rennen der Formel 1. Track Invasion. Für viele Fans gehört die Track Invasion in Spielberg zu den absoluten Highlights des Rennwochenendes. Sobald das Rennen beendet und die Strecke offiziell freigegeben ist, strömen tausende Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Asphalt, um ganz nah an die Podestzeremonie heranzukommen. Der Zugang erfolgt in der Regel über die geöffneten Tore entlang der Hauptgeraden und ausgewiesenen Bereiche, wie zum Beispiel zwischen der Steiermark-Tribüne und der Red Bull-Tribüne, Tribüne Mitte und am Ende der Stadtzielgeraden. Wer einen Platz direkt unter dem Podium ergattern möchte, sollte sich bereits ein paar Runden vor Rennende in Richtung der entsprechenden Tore begeben. Der Weg von vielen Tribünen bis zur Stadtzielgeraden ist überraschend lang und je früher man dort ist, desto besser ist die Chance auf einen guten Spot für die Siegerehrung. Wer es entspannter mag, kann die Atmosphäre auf der Strecke genießen oder Erinnerungsfotos an den Kurven machen. Kommen wir zum Rahmenprogramm abseits der Strecke. Der Red Bull Ring lässt sich jedes Jahr etwas Neues einfallen. Sie sind richtige Meister, wenn es um Entertainment abseits der Strecke geht. Was in den letzten Jahren geboten wurde? Motorrad-Stunt-Shows, eine spektakuläre Air-Display-Show, exklusive Fanmomente wie Meet the Team Principals und Meet the Drivers, eine Legendenparade und als besonderes Highlight der Styrian Green Carpet. Die Programmpunkte wechseln zwar jedes Jahr ein wenig, aber eins ist sicher, langweilig wird's hier nie. Für alle, die auf Fahrerjagd sind, hier mein Tipp, der Styrian Green Carpet. Dieser ist am Sonntag direkt am Welcome Center. Und glaubt mir, den könnt ihr nicht übersehen. Einige Fahrer kommen nicht über den Hintereingang zur Strecke, sondern gehen direkt über einen grünen Teppich an den Fans vorbei. Und genau dort finden auch einige Interviews statt. Wenn ihr einen Blick auf eure Rennstars werfen wollt, seid ihr hier genau richtig. Aber eins ist klar, früh da sein und Geduld mitbringen lohnt sich. Niemand weiß genau, welcher Fahrer wann kommt. Wir haben auch schon mal eine Stunde gewartet und es kam niemand. Aber näher wird man den Fahrern definitiv nicht kommen. Wer ein stetiger Gast immer war, das kann ich euch sagen, ist Nico Hülkenberg und Carlos Sainz. Wenn ihr nach dem Racing noch nicht genug habt und noch feiern wollt, empfehle ich euch hier den Partystadel. Hier wird gefeiert, getanzt und angestoßen. Ganz im Stil der Steiermark. Ob Schlager, DJ-Sets oder einfach gute Laune, der Stadel ist der Treffpunkt für alle, die den Tag mit Musik und Stimmung ausklingen lassen wollen. Rustikal, laut und voller Energie. Genau richtig für die Fans, die auch abseits der Strecke Vollgas geben wollen. Ich habe euch die Adresse eingeblendet, beziehungsweise ihr findet alle Infos in der Videobeschreibung. Meet and Greets vor Ort. Wer am Red Bull Ring unterwegs ist, sollte unbedingt einige Meet and Greets im Auge behalten. Jedes Jahr gibt es dort ein Treffen bekannter Persönlichkeiten aus der Formel 1-Welt. Freitags taucht oft Kim Illman auf. Er ist einer der bekanntesten Formel 1-Fotografen. Er ist super offen für Gespräche und gibt oft kleine Einblicke hinter die Kulissen. Sonntags findet traditionell das Meet and Greet des Motorsportmagazins statt. Perfekt, um Fragen zu stellen, Hintergrundinfos mitzunehmen oder einfach Motorsport-Nerd-Tag auf höchstem Niveau zu genießen. Die Termine findet ihr auf den jeweiligen Social-Media-Accounts. Gerade für Fans, die mehr als nur den Rennsport erleben wollen, ist das perfekt. Jetzt gibt's noch ein paar allgemeine Tipps und Tricks. Richtiger Eingang? Seid gut vorbereitet und schaut euch vorher den Red Bull Ring Plan an. Denn der Red Bull Ring ist sehr hügelig und sehr weitläufig. Erkundigt euch, welcher Eingang nahe an eurer Tribüne liegt. Es kann schon mal 20 Minuten dauern, wenn man am falschen Eingang steht und dann den ganzen Weg zurücklaufen muss. Ohrstöpsel? Ja oder nein? Die aktuelle Formel 1 ist bei weitem nicht mehr so laut wie die alten V10-Motoren. Allerdings auf manchen Tribünen würde ich euch trotzdem zu Ohrstöpsel raten. Auf der Startzielgerade
würde ich euch zu Ohrstöpsel raten oder vor allem bei anderen Serien, wie zum Beispiel dem Porsche Supercup. Hier ein kleiner Spartipp. Manche Stände verkaufen Ohrstöpsel für 50 € aufwärts. Holt euch lieber günstige Modelle vorab oder schaut vor Ort. Es gibt einige Stände, welche Ohrstöpsel verschenken oder gegen einen geringen Preis verkaufen. Schuhwerk, Sneaker statt Sandalen. Der Red Bull Ring liegt mitten in der Steiermark. Sprich, das Gebiet ist sehr hügelig. Ihr lauft viel, oft bergab oder bergauf. Und je nach Wetter kann der Boden auch mal schnell matschig werden. Also bequeme und feste Schuhe anziehen und am besten nicht die neuen weißen Sneakers. Rucksackgrößen beachten. Es ist alles erlaubt, was unter einem A3-Format ist. Das hört sich erst einmal recht groß an, der Rucksack muss allerdings unter euren Sitzplatz passen. Nehmt nur mit, was ihr wirklich braucht. Packt also smart. Poncho, Powerbank, vielleicht ein Müllbeutel zum Überstülpen über den Sitzplatz, wenn er recht nass ist, Sonnencremes und Snacks und alles ist gut. Ein super praktischer Hinweis für alle, die am Red Bull Ring nicht verdursten wollen. Es gibt kostenlose Wasserspender. Ihr dürft eine Plastikflasche bis 1,5 Liter mitnehmen und könnt kostenlos das Wasser jederzeit auffüllen. Stellt euch allerdings in den Pausen auf ein wenig Wartezeit ein. Toilettenstrategie 2.0. Ja, es klingt banal, es ist aber wirklich Gold wert am Red Bull Ring. Geht nicht direkt nach den Sessions auf die Toilette, da sind die Schlangen länger als die Startaufstellung in Monza. Viel entspannter ist es während den Support-Sessions, wie zum Beispiel der Formel 3 oder der Formel 2. Oder wenn in der Fanzone ein Eck läuft. Und noch ein kleiner Geheimtipp am Rande. Manchmal ist es wert, ein paar Meter zu laufen und nicht die nächste Toilette direkt an der Tribüne anzusteuern, sondern in die Fanzone runterzugehen. Achtet aber dabei darauf, dass ihr euer Ticket dabei habt, um wieder zu euren Tribünen zu gelangen. Wer clever plant, spart sich Stress und verpasst trotzdem nichts Wichtiges. Parkplatz markieren. Ein wichtiger und wertvoller Tipp. Die Parkplätze können abends plötzlich ganz anders aussehen, wie ihr am Morgen den Parkplatz verlassen habt. Plötzlich gibt es keine geordneten Reihen mehr. Die Parkflächen rund um den Red Bull Ring sind riesig und sehen alle am Abend irgendwie gleich aus. Und nach einem langen Renntag weiß niemand mehr, ob er jetzt bei P7, bei P8 oder P11 geparkt hat. Macht direkt beim Aussteigen aus dem Fahrzeug ein Foto oder markiert es euch bei Google Maps. Das dauert 10 Sekunden und erspart euch eine Odyssee am Abend, wenn ihr auf dem Schotterplatz oder auf dem Feldweg euer Auto sucht. Glaubt mir, wer seinen Parkplatz nicht markiert, sucht länger nach dem Parkplatz wie Ferrari nach einer Strategie. Einer meiner wichtigsten Tipps ist, ladet euch die Red Bull Ring App herunter. Damit habt ihr jederzeit alle Programmpunkte im Überblick und werdet benachrichtigt, wenn es Verzögerungen gibt. Somit habt ihr keinen Stress, kein Verpassen von irgendwelchen Show-Acts und einfach alles im Blick. Außerdem gibt es auch den Streckensprecher und eine interaktive Streckenkarte. Bezahlen am Red Bull Ring. Wenn ihr zum ersten Mal im Red Bull Ring seid, der Tipp, es ist alles cashless. Das heißt, an den allermeisten Ständen könnt ihr nur mit Karte oder der Cashless Card vom Red Bull Ring zahlen. Die Cashless Card bekommt ihr direkt vor Ort. Hier gibt es sogenannte Top-Up-Stationen. Ihr könnt sie mit Bargeld oder der Karte aufladen und dann überall in der Fanzone damit zahlen. Link wie immer in der Videobeschreibung. Kommen wir zu einem Thema, das am Red Bull Ring jedes Jahr unterschätzt wird. Der Sonnen- und Regenschutz. Die Steiermark ist nämlich wie ein Überraschungsei. Du weißt nie, was du bekommst. Sonne, Wind, Regen, alles innerhalb von einer Stunde. Und genau deshalb gilt, Vorbereitung ist alles. Fangen wir mit der Sonne an. Die meisten Tribünen liegen in der prallen Sonne. Und viele Fans merken erst am Nachmittag, dass sie so langsam aussehen wie die Scuderia, nämlich ziemlich rot. Also Sonnencreme nicht nur morgens auftragen, sondern auch abends. Und Hut oder ein Cap ist euer bester Begleiter. Jetzt zum Regenschutz. Am Red Bull Ring gilt, wenn du denkst, es bleibt trocken, kommt's genau anders. Und wenn du denkst, du brauchst keinen Poncho, brauchst du 2.
Regenschirme sind auf den Tribünen nicht erlaubt, nur im Stehplatzbereich. Also packt unbedingt einen Regenponcho ein. Der wiegt nix, passt in jeden Rucksack und kann euch wirklich den Tag retten. Sonnenschutz und Regenschutz gehören zum Red Bull Ring wie Max Verstappen und Pole Positions. Die wichtigsten Do's und Don'ts am Red Bull Ring. Damit ihr das Rennwochenende am Red Bull Ring voll genießen könnt, gibt es ein paar Dinge, die ihr unbedingt tun solltet. Wie bereits erwähnt, eure Bankkarte oder eure Cashless Card ist euer bester Begleiter und lasst den großen Geldbeutel zu Hause. Geht ruhig offen auf andere Fans zu. Man kommt schnell ins Gespräch, trifft auf freundliche und offene Fans und kann gemeinsam das Spektakel feiern. Und genau das schätze ich an der Formel 1 so. Es kann ein Red Bull-Fan neben einem Mercedes-Fan sitzen und trotzdem haben beide eine tolle Zeit. Ebenso die Anwohner. Wir haben bisher nur richtig herzliche Anwohner kennengelernt, die ebenso gerne mitfeiern. Und noch ein kleiner Tipp am Rande. Die Powerbank ist Gold wert. Dadurch, dass das Netz manchmal ein wenig überlastet ist, zieht es sehr schnell am Akku. Und somit seid ihr immer mit Strom versorgt, denn es gibt keine Steckdosen am Red Bull Ring. Damit euer Wochenende nicht mit Ärger beginnt, hier ein paar Sachen, die ihr besser lassen solltet. Pyrotechnik ist absolut tabu. Auch wenn ihr ein gültiges Ticket habt, kann euch hier der Eintritt verwehrt werden. Tiere haben am Veranstaltungsgelände nichts zu suchen, auch nicht, wenn sie süß sind und brav sind. Das Übernachten am Gelände ist ebenfalls nicht erlaubt. Wer stark alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss steht, dem kann der Zutritt ebenfalls untersagt werden. Kurz gesagt, wer sich an ein paar Regeln hält, der wird ein fabelhaftes Wochenende haben. Damit sind wir am Ende von unserem Guide. Ich hoffe, ihr konntet jede Menge praktische Tipps und Tricks mitnehmen, sodass euer Wochenende unvergesslich wird. Was dieses Event für mich so unvergesslich macht, das ist nicht nur die Kulisse, sondern auch die Organisation am Red Bull Ring. Der Red Bull Ring schafft es jedes Jahr, ein Mega-Spektakel auf die Beine zu stellen und dabei trotzdem fanfreundlich, hilfsbereit und durchdacht zu bleiben. Von der Cashless Card bis hin zu den kostenlosen Wasserspendern, die Shuttle-Services für Menschen mit eingeschränkter Mobilität bis hin zu den zahlreichen Helferinnen vor Ort, die auch bei Regen, Hitze oder Gedränge einen kühlen Kopf bewahren. Hier merkt man, dass nicht nur die Fans willkommen sind, sondern wirklich geschätzt werden. Also packt eure Ohrstöpsel, Sonnencremes und Ponchos ein, ladet euch die Red Bull Ring App herunter. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit am Red Bull Ring. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Rennen am Red Bull Ring.